Wir spielen Super Toastcard. Super Toastcard. Zu einer weiteren Folge von Splitscard 1.a.s. Wir haben wieder 5 Add-on-Cards. Wir haben wieder 5 Add-on. Wir haben wieder 5 Add-on-Strecken. Und ja, ich bin sehr hyped für diese Folge. Ihr auch? Dann zeigt es mir gerne mit dem Daumen nach oben, mit einem Abo oder einem Hype. Und kommentiert, welche Add-ons ich in den nächsten Part zeigen soll. Aber jetzt starten wir direkt rein. Wir haben hier zwar ein Update, aber die Updates möchte ich bald planen, dass ich die dann auch nochmal in einem Stream wieder alle zeige. Wir machen jetzt erstmal den zweiten Teil, Wildlife Jungle Ruins 2 von Tracker. Na, Jungle Track, der Kurs isn't finished yet, since this was the first test version. Ich bin sehr gespannt, wir sind Version Nummer 3. Und dann sehen wir mal, was wir hier so sehen in dieser schönen Map. Und hier sehen wir sie schön nebeneinander. Wir nehmen die Zweier und schauen mal, wie sie uns gefällt. Wir haben eine schöne Revolt-Karte am Start und speeden hier schon mal durch. Es gibt hier mehrere Wege und es erinnert mich sehr an den Cocoa-Tempel bisher. Also vom Verlauf hier am Anfang, das ist sehr Cocoa-Tempel ähnlich. Aber das ist ein schöner Weg hier. Und was sind das für riesen Eumel, die da stehen? Riesen. Ein bisschen aus wie aus God of War, Closed, dann wahrscheinlich da lang. Jo, das ist ja wirkliches Labyrinth hier. Das ist eine interessante Sache. Dadurch ist es auch ein bisschen länger. Man merkt schon, dass es noch in der Beta ist, finde ich. Also, so ganz ausgereift ist es natürlich noch nicht, aber das ist ja auch klar bei so einer Map. Es geht sogar unter Wasser. Das ist nice. Es gibt mir mega Cheap Strand-Vibes, beziehungsweise Cheap Bucht, wie hieß die eine Strecke? Da geht's. Da fällt runter, okay. Wie heißen die Strecke gleich nochmal vom 3DS-Teil von Mario Kart 7? Oha, was ein Riesensprung hier. Ja, also das hat echt ein mega gutes Potenzial hier, muss ich sagen. Okay, jetzt springen wir wieder nach oben. Interessant. Ja, der Sprung nach oben ist vielleicht nicht der allerhübscheste, muss ich sagen. Das gibt mir jetzt wieder ein bisschen diesen Vibes vom Riverside Park oder River Lake Park, wie auch immer genau der heißt. Und jetzt springen wir wieder nach oben. Ne, wir nach unten. Ja, okay. Fahren wir die andere Strecke. Das ist wieder ein bisschen Cocoa-Tempel-like. Sogar leicht hier unter Wasser. Okay, da habe ich nicht gesehen, wo es weiterging. Ja, das ist auch nicht so ein schöner Sprung. Und dieses Labyrinth, finde ich, sieht ein bisschen hingeklatscht aus. Durch diese Steinwände. Aber ich verstehe, wie es gemeint ist. Die Musik ist auch echt cool. Also diese Passage können wir fast am besten, glaube ich, diese Unterwasserpassage. Die taugt mir schon sehr. Und jetzt, das ist auch wieder sehr Cocoa-Tempel-mäßig am Ende, ne? Und da springt man dann so runter. Nur dann geht's halt die andere Richtung. Fahren wir mal hier hoch. Jetzt hat es mich ein bisschen verbuggt im Boden. So, wenn hier eine Rampe wäre, wäre es, glaube ich, schöner, als statt, dass es einfach abhebt, das Kart. Sieht auch ein bisschen weird aus. Mir kommt es fast ein bisschen vor, als wenn zu viele Ideen in eine Map geflossen wären. Ich muss sagen, wenn ich eine der Ideen aus der Map streichen würde, wäre es wahrscheinlich das Labyrinth. Dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen anders macht. Ich weiß nicht genau wie, aber dass man das irgendwie ein bisschen als so eine eigene Map macht. Vielleicht als Wildlife Jungle Ruins 3 oder so. Ich weiß nicht. Also das Labyrinth hätte diese Strecke für mich gar nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Aber wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich auch nochmal rückwärts an. Ob das überhaupt möglich ist auf dieser schönen Strecke. Ja, in der Tat. Ui, da kann man schon drunter speeden. Sehr schön. Autsch. Jo. Okay, das Runterspringen ist viel cooler als das Hochspringen, ich weiß auch nicht. In der Richtung gibt es natürlich jetzt keine verschiedenen Rampen oder keine verschiedenen Wege bei manchen Abzweigungen in der Rückwärtsvariante. Ist zu langsam. Aber auch rückwärts funktionieren die Pfeile, was echt cool ist. Jetzt hätte ich auch den anderen Weg nehmen können, den schauen wir uns gleich nochmal an. Genau, da kommt man zum Beispiel jetzt nicht hoch in der Rückwärtsvariante. Am Ausgang stehen auch noch so 2 Riesen, okay. Aber was man dem Ganzen machen muss, was wir ihm lassen muss, dem Labyrinth, ist, dass man sich nicht verläuft. Das ist eigentlich eine coole Sache. Und damn, ist das eine große Map. Das ist cool. Man hier einmal den Wasserfall, dann hier die Brücke drüber, da hinten dann noch das Labyrinth. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal genauer an. Hier die beiden verschiedenen Wege. Aber ist auch eine coole Sache, jetzt merke ich es erst. Bei Mario Kart ist es ja unter anderem, wenn man so irgendwie so eigene Videos machen könnte, die am Anfang eines Rennens spielen, quasi so 5-Sekunden-Videos, wie man so über die Map fliegt oder so, das wäre cool. Wenn die dann laufen quasi, bevor das Rennen dann startet. Okay, das sind die Leute. Erinnere mich auch ein bisschen an den einen aus Outlast ein bisschen. Auch an Kratos. War ein ganz cooles Labyrinth hier. Und auch schön gebaut hier mit so ein paar Details noch mit drin. Das ist echt cool.
geht's hier über diesen schönen Fluss drüber. Also es sieht mir hier noch ein bisschen sehr leer aus. Aber ich glaube, das ist halt einfach nur, weil es auch die Beta ist. Und ja, sonst ist auf jeden Fall in einem sehr, sehr guten Weg, würde ich sagen, die Map. Und hier geht's dann ins Wasser. Okay, sogar gar nicht bis zur Decke das Wasser. Und dann springt man hier quasi runter. Ja. Warum setzt er sich die ganze Zeit zurück, ist die Frage. Ja, vielleicht stimmt hier auch noch was nicht mit dem Reset Point. Maybe. Ich finde es aber cool, wie subtil es langsam so einfach hochgeht und man dann trotzdem so einen mega hohen Drop hat. Das ist echt cool. Wo geht der denn jetzt hier hin? Ah, da hoch, genau. Geht's ja hier in die Höhle noch rein. Auch sehr, sehr schön hier mit den Pilzen. Wobei, hier gibt's auch noch einen Weg, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. Kann man den fahren? Das müsste ich gleich nochmal ausprobieren. Und dann der Sprung ins Ziel. Tatsächlich kann man ja reinfahren. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Oder vielleicht kommt hier noch irgendein anderer Weg hin. Das ist die Frage. Vielleicht, dass da ein Portal ist und dann kommt man über dem Ziel raus oder so. Das wäre eine lustige Idee, wenn sowas geht. Aber an sich eine coole Sache. Ich würde sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall noch bei den 2 Sternen, weil, ja, es passt noch nicht alles. Also ich habe mal ein paar Sachen gesagt, die noch nicht so gut sind. Dass es an manchen Stellen sehr leer ist, finde ich, neben der Straße. Dass das von dem Hochfliegen vielleicht nicht so ganz perfekt aussieht. Dass man da vielleicht irgendwie so eine Rampe hinmacht. Also dass sie halt einfach nicht aus dem Nichts abheben, die Autos. Und auch, dass man auch den rückwärts fixt vielleicht. Dann den einen Spawn-Point von dem Pinguin, den wir vorgesehen haben, der hat nicht geklappt. Und auch dieses Loch am Ende, dass man da vielleicht noch irgendwas draus macht. Aber im Großen und Ganzen ist es eine coole Strecke und ich denke, wenn das gefixt wird, wird es auch eine 3-Sterne-Strecke werden. Sehr, sehr coole Strecke auf jeden Fall. Gut Job, würde ich mal sagen. Kommen wir jetzt zu einer Map von Pinguin und zwar die Map Mesa Canyon. The track was created based on the idea of the Mesa Party track by Skindermims. Den haben wir auch gezeigt. Die Strecke Mesa Party habe ich im Part 53 von Superscript 1.8.s gezeigt. Also schaut den gerne auch an nach dieser Folge. Wenn ich dran denke, verlinke ich ihn in der Videobeschreibung. Wenn nicht, dann schreibt es mir in die Kommentare, dann verlinke ich ihn im Nachgang. Und ich freue mich drauf. Version 1 haben wir hier. Und genau das hier war die Mesa Party Map und wir gehen jetzt in Mesa Canyon. Leider rückwärts nicht aktiviert. Das ist keine Schade. Aber ich bin ehrlich, ich werde jetzt auch nicht immer die Maps dann nochmal so einstellen, dass sie rückwärts fahren kann. Weil ich denke mir halt immer so, wenn es nicht aktiviert ist, dann ist es vom Map-Ersteller einfach nicht gewünscht. Oh no, da bin ich zu weit geschlittert. Da gibt es mal eine Abkürzung, die müssen wir auch noch gleich mal abchecken. Erinnert mich ein bisschen an Vulkankrollen, so ein bisschen von Mario Kart. Oder an die Knochentrockenwüste. Wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen mehr. Oder an diese neue Knochentrockenstrecke aus Mario Kart World. Vom Fahrstil, also von den Kurven her und alles, macht es echt gut Spaß. Ich wollte die Abkürzung nehmen. Hier geht die Abkürzung lang. So. Nee, die kommt später. Ja, die kommt ja später. Die steht auf der Karte angezeigt. So, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Okay, die Kurve machen wir noch. Komme ich denn da rüber? So, nee. Okay. Ich glaube, ich habe da vielleicht irgendwas nicht erkannt. So, jetzt gibt es ja rechts einen Weg. Den hier. Der ist sehr cool. Da unten war auch ein Weg, habe ich gesehen. Ah, hier ist der richtige Weg. I see it. Ja, oder auch nicht. Also ich weiß nicht, wie man den Sprung hinkriegt. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu schlecht dafür. Gibt es da unten auch einen Weg? Ah, nee, das war nur Schatten. Ah, das war nur der Schatten. Ja, es ist eine ganz nette Map, würde ich behaupten. Wo geht's da noch lang? Geht's da auch weiter? Nee, das ist auch einfach nur ein Loch. Ja, aber ich glaube, jetzt könnte man auch gut ausbauen, dass es auch rückwärts möglich ist. Weil ich finde, von den Basics her ist es die Map echt schon sehr, sehr gut gelungen auch. Und ich glaube, wenn es rückwärts erreichbar oder möglich ist zu fahren und wenn vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, keine Ahnung, ein bisschen mehr Abwechslung neben der Strecke wäre, dann ist es auch ein 3-Sterne-Kandidat. Noch würde ich aber als 2 Sterne geben, glaube ich. So sieht die Map von oben aus. Und ziemlich hübsch, würde ich behaupten. Ja, hier ist relativ viel neben der Strecke, was cool ist. Im Canyon natürlich jetzt eher weniger. Es macht ja auch ein Canyon aus, aber ich muss sagen, so manche Stellen sind halt nicht so wirklich hübsch, wie jetzt zum Beispiel hier. Das ist alles so hier so kantig in der Luft schwebt. So wird es halt in der Natur auch nicht vorkommen, so perfekt, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber sonst ist es sehr, sehr cool. Der Weg hier durch und ich weiß nicht genau, wie wir das machen sollen. So, weil da ist der Sprung nämlich nicht möglich, soweit ich weiß. Aber wenn man hier vielleicht driftet in die Richtung und dann in die andere Richtung driftet, dann sollte der Sprung möglich sein. Schickt mir gerne ein Video in die Kommentare, wo jemand das mal schafft, diesen Drift, würde mich interessieren. Oder halt diesen Sprung darüber. Dann kann ich ihn vielleicht auch nochmal versuchen. Da ist ein Wasserloch. Was hat's mit dem auf sich? Keine Ahnung. Was ist, wenn man da reinfällt? Fragen. Und dann geht's hier noch zurück. Kann hier unten sogar weiterfahren. Wieso kann man da unten weiterfahren?
Im Loch wird man zurückgesetzt, aber hier im Loch aber hier unten sollte man auch nicht fahren können, oder? Ich weiß nicht. Also ich bleibe erstmal bei den 2 Sternen. Kommen wir zur dritten Map. Frozen Valley haben wir hier. This is a winter-themed track located in a valley. Ja, wenn es draußen so heiß ist, dann muss man auch mal sowas fahren von MiGST. Und die Strecke gönnen wir uns mal, um uns abzukühlen. Und erstmal sehen wir gar nichts. Danke, ich wollte die Map anschauen und dann kriege ich einen Pömpel ins Gesicht. Was soll das? Okay, es ist tatsächlich eine, wo wir an einem Eissee vorbeifahren. So ein bisschen Vanilla Lake mäßig. Ich mache immer ganz gerne so Mario Kart Vergleiche. Okay, was mit diesen Bäumen da abgeht, weiß ich noch nicht so ganz. Sollen das Aufstellkarten sein oder sind das irgendwelche falschen Texturen? Das müsste mir noch erklärt werden, ehrlich gesagt. So, ich sehe gerade gar nichts. Ja, es ist eine recht flache Map, muss ich sagen. Da passiert tatsächlich dort hingehend jetzt nicht so viel. Das war eine wilde Kombi. Das war eine wilde Kombi. Haha. So. Wow. Kann man diese Booster schneller einstellen oder so? Weil der ging ja viel mehr ab als die meisten anderen. Also ich muss sagen, die Pflanzen verstehe ich ja noch gar nicht. Was geht hier ab? Ich meine, die Strecke ist an sich not bad, so. Verstehe mich nicht falsch. Aber bisher passiert einfach viel zu wenig. Ich glaube, wenn die Map einfach ein bisschen mehr hoch und runter gehen würde, dann würde der Map schon einiges, ja, gut geholfen worden sein. Wenn das gutes Deutsch war, ich weiß gar nicht, egal. Auf jeden Fall diese Bäume da, sehen ein bisschen weird aus. Und an manchen Stellen sieht die Map eher aus wie eine Troll-Map, um ehrlich zu sein. Und es zieht sich halt schon sehr lange. Ich werde jetzt auch rückwärts auch nur eine Runde fahren, weil es gibt auch nicht verschiedene Wege. Aber fangen wir mal mit dem Positiven an. Ich mag das Setting. Ich mag diese Bäume tatsächlich. Die sehen sehr cool aus. Wenn man hier vielleicht auf dem Weg hier noch so ein bisschen mehr Abwechslung macht. Ich meine, das mit den Bananen ist ja schon mal ein guter Anfang hier. Vielleicht auch irgendein Zweitweg übers Eis oder übers Wasser da rechts. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ist da auch noch irgendeinen anderen Weg? Nee. Also ich glaube, die Map würde sehr davon leben, wenn man ein paar Höhen und Tiefen mit einbauen würde. Also dass man hoch, mal runter geht. Und dass man auch verschiedene Wege hätte. Ich glaube, das würde der Map sehr, sehr gut tun. In dem momentanen Stadium von der Map, glaube ich, muss ich tatsächlich erst noch zu dem einen Stern gehen. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen Arbeit noch reinsteckt, ich meine, es wurde bestimmt schon viel Arbeit reingesteckt, verstehe mich da nicht falsch. Aber ich glaube, dass man da echt noch, ja, dass man zum Beispiel in das Iglu reinfahren kann und da ein Tux drin ist. Irgendwie sowas. Einfach so ein bisschen mehr Liebe ins Detail stecken würde. Und zum Beispiel, dass diese Bäume da so weird ausschauen. Ich glaube, wenn da so ein bisschen was gemacht ist, dann ist es eine gute 2-Sterne-Map. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen zu lange für das, dass eben so wenig passiert. Wenn die wirklich halb so lang wäre, dann glaube ich, hätte ich die Map vielleicht ein bisschen besser bewertet tendenziell, weil jetzt zieht sich das halt alles schon sehr und wenn dann noch relativ wenig auf der Map passiert, dann wirkt es halt, als ob es noch länger dauern würde. Und was auch vielleicht noch ein Punkt wäre, ist, dass es schade ist, dass es keine eigene Musik hat. Ich meine, die Musik ist ein Banger, ich weiß, aber mit einer eigenen Musik hätte das, glaube ich, auch viel mehr Charme. Aua. Ich bin ehrlich, der Pfeil ist auch falsch rum. Das sind auch so Sachen, so lauter so Quality of Life Sachen, ne? Und da fehlt es halt leider an zu vielen Ecken, anstatt dass ich 2 Sterne geben kann. Und dieses Holzhaus da zum Beispiel, das ist mir jetzt gar nicht in Erinnerung geblieben. Also in der ersten Runde kann mich nicht erinnern, dass ich da durchgefahren bin, ehrlich gesagt. In der zweiten Runde jetzt schon und jetzt auch in der Rückwärtsrunde. Aber ja, wie gesagt, keine schlechte Map, aber noch sehr ausbaufähig, finde ich. Und dann hat es echt ein gutes Potenzial, eine stabile 2-Sterne-Map zu werden. Yo, was war das für ein Funkel? Was ist das denn hier? Was ist mit den Texturen los? Was stimmt mit den Texturen nicht? Kann man über den See eigentlich fahren? Man kann über den See fahren? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo ich bin. Doch, da unten bin ich, der Punkt. Man kann ja einfach alles abkürzen, oder wie? Ja, das sind halt so ein paar Sachen, ne? Ich meine, im Großen und Ganzen ist die Map echt cute. Der Verlauf ist auch fancy. Nur ich kann halt mit vielen Sachen auch nicht so ganz viel anfangen. Was ist das hier zum Beispiel? Was soll das sein? Ach, das sind Schilfe. Aber warum haben die so eine schwarze Outlines? Sind die im JPEG gerendert worden, anstatt mit PNG oder auch diese Bäume hier? Was soll das hier genau darstellen? Jetzt auch nicht so ganz erkennen. Gibt's ein Easter Egg im Iglu? Oh, leider nicht. Oh, das wär's gewesen. Ja, also diese Bäume sehen echt aus wie Weihnachtskarten. Ich weiß auch nicht. Also ich glaube erstmal bei dem 1 Stern. Kommen wir zu einem weiteren Map von LLS und zwar, was soll das heißen? Willy Mount Rock, I guess? Oder ist es, naja, okay, eine römische Zahl ist es nicht. Da müsste es ja VIV sein, anstatt 4 Striche. Das muss sagen, dass ich kleine I's und kleine L's nicht gut in der Supercard 4 auseinanderhalten kann, ehrlich gesagt. Aber gut, Willy Mount Rock in der Version 1 vom guten LLS und wir sind wieder so ein Creepy Card. Let's go. Das sieht schön aus. Die Kurven sind mega geil. Die machen Spaß. Und rein damit. Jetzt kommt Basketball. Oh, nicht getroffen. Ach, und auch kein Item bekommen.
Also der erste Part ist so nice. Also wirklich, der Start, ich feiere den so hart, nur ich finde, dann baut die Map sehr ab. Was jetzt kommt, finde ich jetzt wieder ein bisschen so, okay, ein Tunnel, okay, so. Eine Kurve, okay. Aber da passiert halt gefühlt kaum noch was. Dann nochmal eine Rechtskurve und nochmal eine Linkskurve. Aber dieser Start, der ist so geil. Der macht richtig viel Spaß. Also dieser Start hier. Mit dem Hoch und runter und den engen Kurven. Mega, mega gut. Schade, dass dieses Momentum an Spaß quasi nicht aufrechterhalten wird im restlichen Teil der Map. Und auch schade, dass es hier keine Ziellinie gibt. Finde ich auch ein verschenktes Potenzial tatsächlich. Da ist der Mount Rock. Jetzt sehe ich den ersten Mal. Den habe ich wie vorhin gar nicht mitbekommen, dass der da ist und dass man da durchfährt. Dass das der Stein ist. Schau mal, ob es in die Richtung mehr Spaß macht. Ja, da ist das Runterfahren irgendwie viel geiler. Bin mal gespannt, wie der nächste Part noch so geht hier. Autsch. Natürlich kein Schwung mehr, aber auch der Part. Also, ich würde sagen, rückwärts macht die Map mir ein bisschen mehr Spaß sogar. Wobei der erste Part vorwärts schon besser ist. Und die Kurve ein bisschen heavy ist. Ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr coole kleine Map. Und hier sieht man auch schon alles. Das ist die ganze Map. Aber was man mit diesen Schlangenlinien da gemacht hat, das ist wirklich Weltklasse. Das macht echt Spaß. Weil ich gerade von Schlangenlinien geredet habe. Für alle Musikkonnoisseure von euch, hört euch gerne das Lied Schlangenlinien von Ihre an. Das ist einer meiner absoluten Lieblingslieder. Könnte auch eine coole Achterbahn sein, die mit aus dieser Form hier verläuft. Denn hier so eine Schrägkurve. Dann hier haben wir auch noch so einen Wasserfall. Und hier geht es dann halt einfach nur noch einmal im Kreis. Da ist halt leider dann der Schwung vorbei. Ja, so ein paar Sachen, die mir nicht taugen. Das Ende finde ich fast ein bisschen zu unspektakulär. Und dass es keine Ziellinie gibt, finde ich auch ein No-Go. Also einfach hier so ein kleines... Das ist vielleicht ein Bodenstrich oder irgendwas. Oder man nimmt hier so 2 Laternen und macht darüber irgendwie ein Seil oder so. Das finde ich gehört zu einer 3-Sterne-Map dazu. Deswegen bin ich jetzt erstmal noch bei 2 Sternen. Obwohl hier der Anfang von der Map wirklich 3 Sterne wert wäre. Kommen wir jetzt noch zu Rainbow Star in der Version Nummer 3. Und zwar ist das von Rodamus Prime, diese Strecke. Und sie hat bisher 1,5 Sterne. Und eigentlich dachte ich mir so, ja geil, eine Rainbow-Strecke. Echt immer nice. Jetzt muss ich halt nur mal schauen, so, wieso hat die nur so wenige Sterne. Gucken wir mal. Und das sieht sehr danach aus, als ob es einfach sehr schwer wäre. Und ja, es flackert halt wieder überall an jedem Ende. Was ist das für eine Map? Kenne ich die Map? Oh Gott, ist die schwer. Holy. Muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren. Und das Kart war doch sehr weirde Sounds, das ich hier gerade fahre. Also weiß ich, aber wie soll ich das fahren? Man boostet halt die ganze Zeit. Und es tut mir leid, aber für was gibt es hier so viele Boosts? Und das war's jetzt schon mit der ersten Runde. Ja, Tatsache. Such mal eine Runde zu fahren, ohne runterzufallen, okay? Wie? Also ich weiß nicht, wie man die fahren soll, ehrlich gesagt. Ich glaube, die müsste einfach breiter gemacht werden an manchen Stellen. Die Kurve ist okay. Hier muss man irgendwie so fahren. Man muss halt oft raten, wo man hinfährt. Das ist halt ein bisschen das Problem. Und man fällt halt bei dem Springen immer weg. Und okay, wenigstens landet man hier nicht im Nirgendwo, sondern kann hier fahren. Aber trotzdem wäre es schöner, wenn man auf der Strecke landen würde. Okay, versuch 3 nicht runterzufallen. Was mir auch gerade auffällt, auch keine eigene Musik, was ich schade finde. Ich brauche echt kein Gas geben, weil der von selbst gefühlt Gas gibt auf dieser Map. Keine Ahnung, aber ich finde die Strecke, dadurch, dass sie so schmal ist, fühlt die sich leider ein bisschen mehr als eine Tortur, also eher als eine Tortur an, als dass sie Spaß macht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, weshalb auch die Map bisher noch nicht so gut bewertet ist. Ja, es ist okay, aber ja, ich weiß nicht. Also manche Stellen sind schon wirklich kaum machbar in meinen Augen. Die Map sieht cool aus, das ist schon mal nice. Hat eine Ziellinie, alles fein. Von der Form her auch mega gut. Nur manche Kurven sollten halt ein bisschen breiter sein in meinen Augen. Wenn wir hier mal uns ein bisschen umschauen. Hier sind Planeten. Das ist auf jeden Fall ein wirklich sehr wilder Tunnel. Die Sterne hier sind auch recht fancy. Also bei manchen Kurven fände ich es halt dann vielleicht doch gut, wenn vielleicht auch Außensterne wären. Also das ist ja quasi der Start. Die erste Kurve finde ich ja schon ein bisschen heavy. Wieso ist das keine Steilkurve? Wenn das eine Steilkurve wäre, würde das so viel rausholen, würde ich sagen. Dann geht es hier ganz normal hoch. Das ist alles okay. Und hier, finde ich, ist es auch zu wenig steil. Das sollte eine richtige Steilkurve sein. Das ist ein bisschen steiler, ja. Aber ich finde, dann muss es hier in die andere Richtung auch ein bisschen Steilkurve sein. Ja, klar, mir gefällt das Layout also so nicht so perfekt. Und die Bots fliegen ja genauso raus. Es ist ja nicht so, dass nur ich das Problem bin, ne? Der Part hier ist an sich sehr, sehr cool. Nur sehr schwer. Und die Bots hier haben ja auch ordentlich Probleme. Ja, ich gebe tatsächlich, weil ich die Map optisch sehr, sehr schön finde, gebe ich dann doch die 2 Sterne. Ist auch ein bisschen blöd, dass hier am Rand überall man die Texturen dann auch so ein bisschen durchklitscht. Das ist ein bisschen, ja, optimal ist es nicht. Also es ist sehr an der Grenze. Ich würde eigentlich 1,5 Sterne geben, aber weil ich die Map besser als 1 Stern sehe, gebe ich mal 2 Sterne, aber es muss einiges gemacht werden auf jeden Fall.
Das muss man auf jeden Fall mal klarstellen. Aber sie macht an sich Spaß und manche Kurven sind sehr, sehr schwer. Ich habe nochmal überlegt, ich glaube, ich bleibe doch erstmal bei dem einen Stern. Und wenn Sachen gefixt werden, wie das zum Beispiel oben und unten, das nicht so rumflackert mit diesen Texturen, dass das gefixt ist und vielleicht manche Kurven dann doch ein bisschen spaßiger gemacht werden, dann gebe ich die 2 Sterne. Ich glaube, das ist am fairsten, auch gegenüber den anderen Strecken, die wir heute gezeigt haben. Die Map hat auf jeden Fall großes Potenzial und ich sehe hier auch, mich beim nächsten Update 2 Sterne zu geben, wenn hier ein bisschen was noch geupdatet wird. Und bleibt auf jeden Fall dran, ist eine sehr coole Idee und ich freue mich auf die nächste Version. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Jo, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Euer Zickerblick, ciao, ciao!